Auf diesen Helm hier habe ich fast ein Jahr lang gewartet. Und jetzt habe ich ihn auch schon wieder fast ein Jahr. Also wird es mal Zeit, darüber zu sprechen. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist der Unit One Aura. Und das könnte der beste E-Bike-Helm sein, den ihr momentan kaufen könnt. Und das gucken wir uns mal an. 2023 hatte ich eine kleine Kooperation mit Unit One bezüglich dieses Helms hier, des Unit One Faro. Der hatte ziemlich coole Funktionen, war aber insgesamt nicht so passend für mich und meinen Alltag. Zur gleichen Zeit, als ich diesen Helm halt getragen habe im Alltag und getestet habe, hat Unit One eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Und zwar für diesen Helm hier, den Unit One Aura. Und dadurch, dass ich manchmal vergesse, dass ich ja Influencer bin, habe ich einfach diese Kampagne mit meinem eigenen Geld unterstützt. Und dann hat es tatsächlich ein Jahr lang gedauert, bis ich diesen Helm in den Händen hielt. Ich hätte wahrscheinlich mit meiner Bestellung warten sollen, bis dieser Helm regulär über Unit One bestellbar gewesen ist, was dann ja auch kurz nachdem ich den bekommen habe, der Fall war. Aber diese Chance hast du jetzt, denn mit meinem Code, den ich jetzt hier einblende, kannst du 15% auf deine Bestellung bei Unit One sparen. Und ich habe auch noch ein bisschen was davon, damit ich das eventuell einfach auch refinanzieren kann. Die Frage ist jetzt aber natürlich, warum wartet man ein Jahr lang auf einen Helm? Und die kurze Antwort ist, wegen der Summe der Eigenschaften. Ich wollte einen gut belüfteten Helm, der einigermaßen leicht ist, der einige Funktionen bietet und den ich auf so ziemlich jedem E-Bike tragen kann, auch auf schnellen E-Bikes wie dem Riese Miller D-Lite 5 hinter mir. Und diese Punkte erfüllt er. Den letzten Punkt ein bisschen mit Einschränkung, aber gehen wir mal die ganzen Punkte im Detail durch. Und der erste Punkt ist die Sicherheit, denn dieser Helm erfüllt die niederländische NTA 8776 Norm, zusätzlich zu allen anderen Helmnormen, die in Europa gängig und gültig sind, sowie die Helmnorm aus den USA. Diese Helmnorm, die NTA 8776, ist in Deutschland nicht anerkannt, aber diese Helme sind dafür ausgelegt, um mit schnellen Pedelecs gefahren zu werden. Und das ist natürlich super, sowohl für einen Helm, der auf einem S-Pedelec gefahren wird, als auch für einen Helm, der auf einem normalen Fahrrad gefahren wird oder auf einem normalen Pedelec, weil der einfach nochmal ein höheres Sicherheitsniveau bietet, weil der eben auf schnellere Geschwindigkeiten getestet wurde. Das sorgt dafür, dass der Helm ein bisschen größer ist als normale Fahrradhelme und auch ein bisschen schwerer ist. Aber diese zusätzliche Sicherheit, die ist halt so oder so gut. Und dazu hat der Helm auch noch weitere Sicherheitsfeatures, wie MIPS zum Beispiel. MIPS ist das Multi-Rotational Impact Protection System, so heißt das, glaube ich. Und das ist ein Liner in diesem Helm nochmal, der sich bewegen kann. Und das soll Verletzungen abmildern, die davon kommen, dass der Helm bei einem Unfall so über die Kopfhaut rutscht. Und das bieten die allermeisten Helme und der Unit One Aura eben auch. Und dann hat der Helm auch noch eine Crash Alert Funktion, die mittels eines Beschleunigungssensors und der dazugehörigen App funktioniert, mit der eine Kontaktperson kontaktiert wird, wenn ihr hinfallt. Und wie das aussieht, diese App, das zeige ich euch gleich im nächsten Punkt. Sichtbarkeit, denn Aura ist nicht nur dieser Helm mit Beleuchtung, sondern ein ganzes Lichtökosystem, die sich hier magnetisch in diese Halterung reinklipsen lassen und dann auch mit diesem Charging Case kommen, mit denen sie wirklich eine sehr lange Laufzeit haben und dann sowohl einzeln per USB-C als auch mit diesem Ladecase per USB-C laden lassen. Und dann gibt es hier oben noch diese Fernbedienung und die hat mehrerlei Nutzen. Auf der einen Seite ist da drin ein Beschleunigungssensor, der dafür sorgt, dass, wenn ihr bremst, sowohl hier beim Helm als auch hier bei diesem Aura Rücklicht einfach ein Bremslicht angeht. Das lässt sich auch auf verschiedene Art und Weisen konfigurieren und dann ist da drin auch noch eine Fernbedienung für einen Blinker. So, links oder rechts könnt ihr blinken und dann geht synchron über alle Geräte, die damit verbunden sind, ein Blinker an. Also sowohl am Helm als auch hier an dem Fahrrad an sich blinkt es dann und das kann man dann einstellen, ob man das manuell ein- und ausschaltet oder wie lange der blinken soll etc. Diese ganzen Geräte sind dann per Bluetooth miteinander verbunden, haben natürlich eigene Akkus mit eigenen Akkulaufzeiten, das muss man so ein bisschen beachten, aber es gibt dazu auch die Unit One App und die ist ziemlich umfangreich, da kann man genau sehen, was für einen Helm man hat, welche Geräte miteinander verbunden sind.
wie groß die Akkulaufzeit ist. Man kann diesen Crash Alert ein- und auch ausschalten. Man kann, und das ist eine ziemlich spannende Funktion, ein Wettermonitoring einschalten, sodass das Licht entsprechend reagiert, je nachdem wie hell oder dunkel es in der Umgebung ist. Eine ziemlich coole Idee. Und dann lassen sich hier auch noch verschiedene Profile einschalten. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt das Standardprofil, da sind dann alle Beleuchtungen immer in einem Dauerlicht an. Man kann aber auch zum Beispiel, nehmen wir mal hier den Waves-Modus, Upload. So, und schon gibt es da eine ganz andere Beleuchtung. Vorne blinkt es jetzt, hinten gibt es diese Wellen. Je nachdem, in welcher Umgebung ihr einfach unterwegs seid und ob das bei euch, wo ihr fahrt, erlaubt ist, ist das natürlich so eine Geschichte. Wir schalten jetzt mal wieder den Standardmodus ein. Upload Preset und dann gehen auch alle Lampen gleichzeitig an. Und was halt auch cool ist, man kann auch für die einzelnen Leuchten unterschiedliche Profile auswählen. Also das zum Beispiel jetzt die, genau, gehen wir mal hier wieder zurück. Schalten wir mal die Beleuchtung hinten um. Da können wir dann auf die Rückleuchte gehen und sagen, ich möchte hier ein Beacon Light einfach haben. So, das kann ich dann einzeln für die einzelnen Produkte auswählen oder auch hier wieder dieses Wave Pattern oder Sweep, was auch immer, ne? Oder halt Solid und dann auch entweder heller machen oder dunkler machen, je nachdem, wie ihr das braucht. Also ziemlich viele Funktionen in dieser App. Man kann sich das komplett individuell einstellen. Eine Sache ist halt auch wichtig zu erwähnen, die haben alle keine K-Nummer. Das heißt, die dürfen nicht als eigene Beleuchtung genutzt werden, sondern immer nur mit STVZO abgenommener Beleuchtung mit einer K-Nummer. Das ist also immer nur eine Zusatzbeleuchtung. Also zumindest in Deutschland. Der nächste relevante Punkt ist die Belüftung. Und ja, der Unit One Aura hat deutlich größere Belüftungsöffnungen, als das hier bei dem Faro der Fall ist, der hier oben nur einfach 2 Schlitze hat. Hier ist deutlich mehr los. Die sind deutlich größer und auch auf der Rückseite finden sich richtig große Belüftungsöffnungen oder besser noch Entlüftungsöffnungen. Und hier vorne kommt an den Seiten so ein bisschen Luft rein, hier oben kommt ein bisschen Luft rein. Es ist deutlich besser als beim Faro, es ist aber nicht zu vergleichen hier mit so einem Sporthelm, der so richtige Tunnels hat, wo Luft durchgeführt wird. Und das sorgt dafür, dass eben im Hochsommer der Helm schon mal ein bisschen warm werden kann. Aber so bei normalen Temperaturen bis 20, 22 Grad ist der Helm sehr angenehm. Und der nächste Punkt ist das Gewicht. Jetzt hier in Größe L und ohne weiteres Zubehör wiegt er knapp 600 Gramm, was gut 100 Gramm leichter ist als der Unit One Faro, den ich als ziemlich schwer empfunden habe. Den hier empfinde ich als deutlich leichter auch auf dem Kopf, auch wegen der Passform komme ich gleich noch drauf. Aber wenn ihr das natürlich mit so einem echten Rennrad-Sporthelm vergleicht, wie hier dem POC Ventral Light, dann ist das hier ein absolutes Schwergewicht. Der ist knapp doppelt so schwer wie dieser Helm hier. Also das müsst ihr beachten. Na klar, diese Akkutechnologie, die da drin ist, die Beleuchtung und auch die Erfüllung der NTA 8776, die bringt einfach ein bisschen Gewicht mit sich. Der nächste Punkt sind die verschiedenen Features, die dieser Helm bietet. Wie gesagt, ich habe die komplette Rutsche bestellt, nicht nur was das Zubehör mit der Beleuchtung angeht, sondern auch quasi alles andere. Der Helm hat zum Beispiel so ein Visier noch. Das lässt sich als Sonnenschutz, ja, hier oben so magnetisch reinklipsen. Und ihr könnt sehen, jetzt ist mein Gesicht deutlich besser abgeschattet. Es kommt deutlich weniger Licht ran. Aber das allerbeste Feature ist dieses Visier. Und das funktioniert sowohl mit diesem Schirm als auch ohne diesen Schirm. Und das lässt sich ebenfalls ganz einfach magnetisch hier gegenklipsen. Und wenn man das nicht braucht, dann nimmt man es einfach ab, jetzt hier mit dem anderen Ding noch, und kann es hier oben dann einfach parken. Ist ebenfalls magnetisch, der Handgriff sitzt nach ein paar Mal ohne Probleme. Ich habe jetzt hier die selbsttönende Version gekauft. Es gibt auch eine Version, eine helle Version und eine dunkle Version. Die selbsttönende ist dann natürlich ganz cool, wenn ihr durch wechselnde Umgebungen, Lichtumgebungen fahrt. Meines Erachtens dürfte die gerne noch ein bisschen dunkler werden, aber es reicht aus, um das grellste Licht abzuwenden und ist natürlich super
um ja, Hagel, Fliegen, Regen, Schnee, alles Mögliche von den Augen abzuhalten. Und gerade beim S-Pedelec ist das auch sehr angenehm gegen den Wind. Und dann hat dieser Helm auch noch diese sehr coole Fitlock-Schnalle hier, die ermöglicht, dass man den Helm mit einer Hand schließen kann, was bei Helmen ja normalerweise nicht immer ganz so einfach ist. Und wenn ihr damit auch im Winter unterwegs seid, dann gibt es hier noch dieses Winter-Inlay, das sich anstelle der Polster hier einfach dann auch reinkletten lässt und dass dann meine zarten Öhrchen auch so bei minus 5 Grad immer muckelig warm gehalten hat. Und der letzte und wahrscheinlich wichtigste Punkt zu diesem Helm: Wie sitzt er? Und da kann ich Positives berichten. Der Faro, der war für meinen norddeutschen Quadratschädel etwas zu schmal. Ich musste da Polster rausnehmen, damit er auf meinen Kopf passt. Hier bei dem, drehen wir das mal um, ne, damit das die gleiche Ausrichtung hat. Hier bei dem Aura ist das Ganze deutlich breiter gestaltet worden. Also da dürften auch Leute mit einem nicht länglichen Kopf eine richtig gute Helmsitzposition finden. Der Vorteil ist auch, diese Polster sind sehr gut ausgestaltet. Ich hatte auch nach längeren Touren keine Druckstellen, sondern der schmiegt sich richtig gut, zumindest an meinen Kopf an. Er lässt sich dann hier mittels dieses Drehrädchens in der Weite verstellen, wie das üblich ist bei solchen Helmen. Und es gibt ihn in 3 verschiedenen Größen, sodass Menschen mit kleinen und größeren Köpfen auch den passenden Helm finden. Wenn ich den mal aufsetze, dann erkennt ihr gleich, dass der an den Seiten ziemlich breit aufbaut. Das ist diese NTA 8776 Funktionalität. Der ist einfach noch mal ein bisschen mehr Helm um den Kopf herum und ihr könnt sehen, dass der auch ziemlich satt und tief auf dem Kopf sitzt. Ich finde das sehr angenehm, das gibt ein gutes Gefühl. Und diese Ohrenriemen, die lassen sich jetzt nicht so einfach verstellen. Da gibt es so ein bisschen Verstellbereich nach vorne oder hinten. Ich muss aber sagen, dass diese Art der Ohrriemen oder des Kinnriemens mir am besten gefällt, weil das kann sich nicht so einfach vertüdeln. Und ihr könnt auch erkennen, dass das groß genug ist, auch für größere Ohren. Und auch wenn ich einen deutlich größeren Kopf hätte, ist hier noch genug Verstellbereich, um den Kinnriemen noch mal deutlich weiter nach unten zu stellen. Aber auch der sitzt während der Fahrt sehr angenehm auf dem Kopf. Also ich bin von der Passform her sehr zufrieden mit dem Aura. Aber eines meiner Schlüsselargumente für diesen Helm war auch, dass er, so finde ich zumindest, einfach richtig gut aussieht. Es ist nicht allzu häufig, dass mich ein Helm optisch anspricht. Und wenn er dann auch noch einigermaßen gut auf dem Kopf sitzt, dann ist das nochmal ein zusätzlicher Bonus. Aber dieser Helm ist einfach modern gestaltet, hat klare Linien. Wir haben ihn jetzt, oder ich habe ihn jetzt das letzte Dreivierteljahr halt knapp jeden Tag getragen. Er ist so ein bisschen schmuddelig geworden hier an den Ecken, was aber sicherlich auch an der Farbe liegt. Aber insgesamt hat er echt gut ausgehalten und er ist mir schon oft runtergefallen. Und das Visier hat natürlich ein bisschen Schaden davon getragen. Aber von der Haltbarkeit und von der Stabilität bin ich echt zufrieden. Es gibt natürlich Helme, die sind smarter, es gibt Helme, die sind smart und leichter und es gibt auch smarte Helme, die sind deutlich günstiger. Aber insgesamt muss ich sagen, dass sich das Warten auf diesen Helm definitiv gelohnt hat. Und das Tolle ist, wenn ihr jetzt den Helm mit dem Rabattcode bestellt, dann müsst ihr nicht lange drauf warten, sondern nur ein paar Tage. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Aber die Frage ist jetzt natürlich, was haltet ihr vom Unit One Aura? Ist das ein Helm für euch? Ist er vielleicht ein bisschen zu teuer für euch? Und wie findet ihr den optisch? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt. Wenn die Radlbahn das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.